In diesem Guide zeige ich euch, wie ihr euch die 4 dunklen Operationen-Visitenkarten von Season 4 im Totenreich holt. So holt ihr euch die dunkle Operationen-Visitenkarte Nummer 32 Fackelträger. Dafür müsst ihr im Totenreich Runde 25 erreichen, ohne einmal einzufrieren. Rüstet die Feldaufrüstung Buschbrand mit der Augmentierung Oxidationsmittel aus. Rüstet die Täuschgranate aus. Nehmt euch die Kaugummis Wandkraft oder Kistenpower und Kraftfass mit. Rüstet für Metzel Macchiato Espresso, Schlag und Weg und Krafttraining aus. Holt euch bis vor Runde 5 mit euren Kaugummis eine verbesserte Waffe und den Napalm Salve Munitionsmod. Stellt euch ab dem Ende von Runde 4 in die Blotheim-Halle. Ab Runde 5 kann die erste Munitionsrunde kommen. Falls sie da nicht kommt, kommt sie in Runde 6. Aktiviert in der Munitionsrunde, sobald ihr Eiszombies seht, die Buschbrand-Feldaufrüstung. Damit könnt ihr nicht einfrieren, auch nicht, wenn ihr draußen seid. Aktiviert dann den Strom und macht die Schritte für die Jotun-Stern-Wunderwaffe. Habt ihr die Dose Chili Chunks auf dem Tisch beim Skullmarkt platziert, kommt ab Runde 10 die nächste Munitionsrunde und der Bär spawnt. Stellt euch auch da wieder in die Blotheim-Halle und aktiviert Buschbrand. Passt beim Eskortieren vom Geist auf, da spawnen auch Eiszombies. Sobald 3 oder mehr Eiszombies auf einer Stelle sind, erzeugen sie einen kleinen Eissturm um sich, der euch Schaden macht und auch einfriert. Aktiviert bei dem Step am besten auch wieder Buschbrand und nutzt eure Täuschgranaten. Sobald ihr die Wunderwaffe habt, killt einfach nur mit dem leichten Schlag, damit sie immer geladen bleibt. Holt euch dann noch Metzel Macchiato. Ist die Wunderwaffe geladen, könnt ihr im Schneesturm nicht mehr einfrieren. Der Schneesturm, den die Eiszombies erzeugen, friert euch dann auch nicht mehr ein, macht euch aber trotzdem Schaden. Spielt mit der Wunderwaffe bis Runde 25, dann bekommt ihr die Visitenkarte. So holt ihr euch die dunkle Operationen-Visitenkarte Nummer 33 Gottesmörder. Dafür müsst ihr das Totenreich Easter Egg in Runde 100 oder höher abschließen. Für High Rounds empfehle ich euch eine Bauart für die MP-MPC 25 zu erstellen. Damit seid ihr extrem schnell und könnt mit den empfohlenen Augmentierungen auch während dem Sprinten ohne Visier präzise zielen. Alle Waffenbauart-Codes mit meinem Loadout findet ihr in der Beschreibung. Erstellt euch dann noch für den Boss eine Bauart für das LMG XM325. Das könnt ihr euch an der Wand auf der Signalinsel kaufen. Ihr seid damit zwar langsam, aber macht beim Boss ordentlich Schaden. Für den Boss ist auch die Sniper Shadow SK ganz gut, aber in der ersten Phase trefft ihr ihn damit nur schwer, weil er so rumwackelt. Mit dem Schrotflintenaufsatz der Shadow SK ist es aber in High Rounds am einfachsten, die Stellung bei den Feuerfallen zu halten. Sonst ist die Sniper XR3 Ion brutal stark. Die bekommt ihr aber nur aus der mysteriösen Kiste. Rüstet für die Runden bis zum Bosskampf den Ätherschleier aus. Erstellt euch 2 Kaugummi-Pakete. Eins zum Überleben in High Rounds. Nehmt für das Paket auf jeden Fall Lagerkoller mit, um eure Kasimir-Granaten wieder aufladen zu können. Und für den Bosskampf Auffüllen und Gratisfeuer und für die letzte Phase Regentropfen, Kraftfass oder Schildbürger. Nehmt im Koop statt Gratisfeuer Nahtoderfahrung. Rüstet für Stehvermögen die Augmentierungen Waffen hoch, hartes Ziel und Fußarbeit aus. Für schnell Wiederbelebung äquivalenter Austausch, karmische Rückkehr und langsamer Tod. Für Juggernog Schildkrötenpanzer, gehärtete Platten und langlebige Platten. Für Metzel Macchiato vampirische Extraktion, Schlag und Weg und Krafttraining. Für Tempo Cola klassische Formel, schneller Pitcher und Schnellwechsel. Für Gaia Elixier Geruch des Todes, Aasgepäck und pingeliger Esser. Für Todeswahrnehmung 6. Sinn. Für Dr. Niete, Dr. Rutscher, Umweltschützer und Tribologe. Für Eselstritt Freiwurf, voll ausgerüstet und Gratisbeigabe. Für Todesdaikiri toter Kopf, totes Rennen und totgezogen. Für Doppelschuss, doppelte Wirkung, Eiltempo und doppeltes Kaliber. Für Elementarlimo Zitrusfokus, Verwundbohne und Chillbeere. Und für Elichte Maske der Güte, Dynamik und Erweiterung. Nehmt für High Rounds für den Tote Leitung Munitionsmod die Augmentierungen Blitzschlag, Dynamik und Erweiterung. Für Kryofrost Eiswolke, Flüssigstickstoff und Gefrierbrand. Und für den Bosskampf für Napalm Salve Großwild und Kontaktbrand. Feuer ist die Schwäche von Eiszombies, Bären und den Köpfen, die beim Bossfight öfter spawnen. Rüstet für den Ätherschleier Solo Äthersprint, Extraladung und Erweiterung aus. Nehmt im Koop statt Äthersprint Gruppenschleier. Und für die letzte Phase vom Bosskampf für den wilden Wächter rasendes Feuer, Erweiterung und doppelte Lage. Aktiviert am besten so viele Relikte, dass ihr auf Relikt Stufe 3 spielt, um die goldene Panzerung, Waffenseltenheit Ultra und Packer Punch Stufe 4 freizuschalten.
Auf Relikt Stufe 3 habt ihr auch eine höhere Chance, Mr. Peaks mit einem goldenen Ei zu finden. Einen kurzen Guide mit allen möglichen Spots von Mr. Peaks findet ihr in der Beschreibung. Holt euch beim Eizskallen-Dorfplatz die MP MPC 25. Haltet am Anfang jeder Runde nach Mr. Peaks Ausschau und macht die Schritte für das Haupt-Easter Egg, bis ihr den Sonnenstein habt. Lasst aber die Tür bei der Kirche noch geschlossen, damit ihr die Falle in High Rounds besser nutzen könnt. Ist die Tür geschlossen, kommen Zombies dann nur von einer Seite. Macht auch immer die TED-Aufgaben, um euch so früh wie möglich alle dauerhaften Extras zu holen und Schrott anzusammeln. Holt euch auf dem zweiten Waffenslot eine Strahlenkanone zum Selbstwiederbeleben. Die bekommt ihr oft, indem ihr TED-Aufgaben auf Legendär abschließt, indem ihr bei einem Glockenabwurf so viele schwebenden Zombies killt, bis die 3 Lichter grün leuchten, oder durch das Angeln mit dem goldenen Gezeithelm. Den goldenen Gezeithelm droppt ein Zombie mit einem Helm auf, der zufällig beim Angeln aus einem Stiefel spawnen kann. Holt euch dann noch für den Bosskampf das LMG auf der Signalinsel, die Shadow SK vor der Kirche oder die XR3 Ion aus der mysteriösen Kiste. Macht nebenbei am besten das Fishy Fishbot Easter Egg, damit ihr in High Rounds auch die Falle immer wieder nutzen könnt. Spielt bis ihr alle dauerhaften Extras habt. Verbessert mindestens eure Waffe für den Bosskampf und die MP so hoch es geht und die Strahlenkanone mindestens auf Stufe 2. Holt euch für die MP den Kryophost-Mod und für die andere Waffe Tote Leitung. Holt euch dann noch Kasimir-Granaten, Kampfäxte und Kaugummis aus dem Paket zum Überleben in High Rounds. Zusätzlich eine Ether-Fernlenkladung oder Jünger-Injektion, die ihr immer wieder beim Angeln bekommt. Stellt euch so ab Runde 55 bei der Signalinsel zu der Falle in der Nähe der Werkbank, aktiviert sie beim Schalter und stellt euch an die Stelle im Video. Die Falle killt alle Zombies, ohne dass ihr was machen müsst. Passt nur auf die Nekrogreifer auf, die manchmal durch die Flammen zu euch springen. Benutzt bei denen die Kampfäxte oder notfalls eine Kasimir, den Ätherschleier oder eure Abschussserie. Um nebenbei weiter Punkte zu machen, könnt ihr dauernd auf den Durchgang bei der Hütte schießen. Habt ihr den Krawallstarter aktiv, reicht eine Aktivierung der Falle für den Großteil einer Runde. Nehmt zum Laufen immer die MP in die Hand, damit seid ihr am schnellsten und könnt Zombies einfrieren, die euch entgegenkommen. Rutscht, sobald ihr hört, dass die Falle ausgeht, rechts raus und lauft zur Seilrutsche Richtung Blottheimhalle. Werft, falls es zu knapp wird, eine Kasimir-Granate. Aktiviert dort wieder die Falle und stellt euch an die Stelle im Video. Ihr müsst jetzt nur die Zombies killen, die in gerader Linie auf euch zulaufen und wieder auf Nekrogreifer aufpassen. Aktiviert so ab Runde 70, bevor ihr die Falle aktiviert, noch kurz die TED-Falle und stellt euch dann erst zu der Feuerfalle, damit ihr die Position nicht zu lang halten müsst. Sonst könnt ihr euch auch noch zur Feuerfalle bei der Kirche auf die Seite mit der verschlossenen Tür stellen. Hier müsst ihr nur auf die Zombies, die rechts von der Treppe über den Zaun klettern, aufpassen und auch wieder auf die Nekrogreifer. Es ist aber am einfachsten, immer zuerst die Falle beim Leuchtturm zu aktivieren, dann die TED-Falle und dann die Feuerfalle bei der Blottheimhalle. Rutscht dann am Ende der Runde wieder zurück zum Leuchtturm und stellt euch zur Falle. Die Feuerfallen haben 1 Minute Abklingzeit. Alternativ könnt ihr die Positionen bei den Fallen noch gut mit der Pistole 1911 oder der NX Verwüster Armbrust halten. Die bekommt ihr aber auch wieder nur aus der Kiste und sie bringen euch wenig beim Bosskampf. Holt euch am besten noch den Eisfluchhelm. Aktiviert dafür in Munitionsrunden die Falle direkt bei der Falle statt am Schalter und killt insgesamt 50 Eiszombies im Feuerkreis. Zusätzlich müsst ihr dann noch 250 Zombies mit den Flammenwerfern der Feuerfalle killen. Sobald ihr genug Kills habt, droppt der Eisfluchhelm entweder beim 250. Zombie an der Feuerfalle oder beim 50. Zombie im Kreis der Eisfalle, je nachdem mit welcher Falle euch noch Kills gefehlt haben. Damit friert ihr in Munitionsrunden nicht mehr ein und auch nicht in den Eisstimmen beim Bosskampf. Zusätzlich friert ihr beim Rutschen mit Dr. Niete alle 6 Sekunden Zombies ein, wenn ihr in sie rutscht. Belebt euch, falls ihr mal down geht, immer direkt mit dem Selbstwiederbelebungskit wieder, damit ihr eure 3 Selbstwiederbelebungen für den Bosskampf behaltet. Ihr könnt euch durch Angeln immer wieder ein neues holen, solange ihr die Selbstwiederbelebungskits nicht durch das Fokussierungssteinrelikt deaktiviert habt. Macht dann noch am Ende einer Runde den letzten Schritt für das Haupt-Easter Egg. Wechselt eure Feldaufrüstung zum Wilden Wächter und ladet ihn auf. Packt auf eure Waffe für den Bosskampf den Napalm-Salve-Munitionsmod, um den Köpfen beim Bosskampf mehr Schaden zu machen.
Holt euch Splitter oder Haftgranaten, Kasimir-Granaten und Kaugummis für den Bosskampf. Werft beim Boss, sobald eine Schwachstelle erscheint, eine Kasimir-Granate und haltet in der Nähe der Munitionskiste auf die Schwachstelle. Kauft euch Munition, bevor euer Magazin leer ist, und haltet weiter auf die Schwachstelle. Wechselt immer, sobald die Kasimir-Granate verschwindet, zur MP und lauft Runden. Nutzt, sobald die Phase mit den Köpfen kommt und euch die Granaten ausgehen, den Auffüllen-Kaugummi. Geht, während der Boss Felsen auf euch zufliegen lässt, in Deckung und haltet auf die Schwachstellen. Aktiviert in der letzten Phase eure restlichen Kaugummis und werft zwischendurch immer wieder Kasimir-Granaten. Haltet im Dauerfeuer auf den Boss und weicht den Felsen aus. Nutzt, falls es mal knapp wird, den wilden Wächter. Spielt ihr Solo und geht down, könnt ihr euch mit eurem Selbstwiederbelebungskit wiederbeleben und das Spiel speichern und beenden. Ladet dann das Spiel neu, beendet die aktuelle Runde und rüstet euch neu aus. So könnt ihr den Bosskampf immer wieder wiederholen. Die 3 Wiederbelebungen vom Schnellwiederbelebung extra bekommt ihr so aber nicht zurück. Habt ihr den Boss besiegt, bekommt ihr die Visitenkarte. Einen ausführlichen Guide zum Bosskampf und ein Gameplay mit meinem Solo-Bosskampf auf Runde 100 findet ihr in der Beschreibung. So holt euch die dunkle Operationen-Visitenkarte Nummer 34 tägliches Schlückchen. Dafür müsst ihr das Totenreich Easter Egg mit mindestens den Relikten Spinnenbeute, Zivilschützerkopf und tanzender Annie abschließen. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr euch die Relikte holt, findet ihr Guides dazu in der Beschreibung. Erstellt euch eine Bauart für die Pistole Koda 9, um schnell viele Punkte zu machen. Einen Waffenbauart-Code mit meinem Loadout findet ihr in der Beschreibung. Beachtet, dass ihr einmal Prestige mit der Waffe gemacht haben müsst und alle gezeigten Aufsätze freigeschaltet habt. Erstellt euch dann noch eine Bauart für die Sniper Shadow SK. Mit dem Bild könnt ihr die Sniper auch als Schrotflinte nutzen. Den Waffenbauart-Code findet ihr auch in der Beschreibung. Rüstet den wilden Wächter aus. Erstellt euch mindestens 2 Kaugummi-Pakete. Nehmt für den Start unbegrenzte Ressourcen, Zeitgeschenk, Gratisfeuer, Wandkraft und doppelte Punkte mit. Und für den Bosskampf auffüllen, Gratisfeuer und Regentropfen oder Kraftfass. Nehmt im Koop statt Gratisfeuer Nahtoderfahrung. Sonst sind noch Kaugummis, die euch Geld bringen oder sparen, hilfreich. Und welche zum Überleben bei TED-Aufgaben und für die Easter Egg-Schritte in höheren Runden. Spielt ihr Koop, ist Nachgeschmack noch hilfreich. Rüstet für Stehvermögen die Augmentierungen Pirscher, hartes Ziel und Fußarbeit aus. Für Schnellwiederbelebung äquivalenter Austausch, karmische Rückkehr und langsamer Tod. Für Juggernaut probiotisch, gehärtete Platten und langlebige Platten. Für Metzel Macchiato Espresso, Schlag und Weg und Krafttraining. Für Tempo Cola klassische Formel, Schnellwechsel und schneller Pitcher. Für Gaia Elixier Geruch des Todes, Aasgepäck und pingeliger Esser. Für Todeswahrnehmung 6. Sinn. Für Dr. Niete, Dr. Rutscher, Umweltschützer und Tribologe. Für Eselstritt Freiwurf, voll ausgerüstet und Rückstoß. Für Todesdaikiri toter Kopf, totes Rennen und toter Satz. Für Doppelschuss Doppeldealer, Eiltempo und doppeltes Kaliber. Für Elementarlimo Citrusfokus, Verwundbohne und Chillbeere. Und für Illichte Maske der Güte, Erweiterung und Dynamik. Nehmt für den Napalm-Salve Munitionsmod Großwild und Kontaktbrand mit. Feuer ist die Schwäche von Eiszombies, Bären und den Köpfen, die beim Bossfight öfter spawnen. Rüstet für den wilden Wächter die Augmentierungen Rasendes Feuer, Erweiterung und doppelte Lage aus. Und für die letzte Phase vom Bosskampf für Heilaura Belastbarkeit, innere Stärke und Schutz. Aktiviert die Relikte Spinnenbeute, tanzender Ani und den Zivilschützerkopf. Nehmt am besten noch ein Relikt Stufe 2 mit, damit ihr eure Waffe auf Stufe 4 verbessern könnt. Auf Relikt Stufe 3 habt ihr auch eine höhere Chance, Mr. Peaks mit einem goldenen Ei zu finden. Mit den Relikten werden Extras schnell teuer, ihr bekommt beim Extras kaufen immer nur zufällige Extras und verliert alle 100 Kills ein Extra, außer ihr habt alle dauerhaften Extras. Holt euch beim Spawn die Coda und verbessert sie das ganze Spiel nicht. Macht damit immer Körpertreffer, um schnell Punkte zu machen. Aktiviert bis Runde 9 den Strom, holt euch die Teile für die Wunderwaffe und platziert die Dose Chili Chunks beim Skallenmarkt. Holt euch dann noch in Runde 9 mit dem Wandkraft-Kaugummi die Sniper Shadow SK bei Türs Schulter. Holt euch dann noch Panzerung auf Stufe 3. Killt in Runde 10 den Bär und baut die Wunderwaffe. Sammelt ab Runde 11 alle Zombies hinter euch. Aktiviert Zeitgeschenk, holt euch das gratis doppelte Punkte-Power-Up bei der Sturmbrücke und aktiviert Gratisfeuer. Haltet dann mit der Coda in die Menge und ihr macht krank viele Punkte. Ihr braucht für alle Extras maximal 72.000 Punkte, je nachdem wann ihr Eselstritt bekommt. Durch die Augmentierung Rückstoß sind Extras ein bisschen günstiger.
Lauft dann immer am Anfang einer Runde die gezeigte Route und sucht an den 8 möglichen Spots nach Mr. Peaks. Ihr hört ihn auch schon, wenn ihr in der Nähe seid. Habt ihr einen gefunden, schießt ihn ab und benutzt doppelte Punkte. Öffnet dann das Ei und sammelt das Geld ein. Kauft euch schnell alle Extras und sammelt dann die Extras ein, um eure ersten dauerhaften Extras zu bekommen. Manchmal erscheint Mr. Peaks in einem Spiel mehrmals und manchmal gar nicht. Macht deswegen nebenbei immer die TED-Aufgaben. Kauft immer, sobald ihr mit einer Aufgabe fertig seid, alle fehlenden Extras und sammelt dann die Zufallsextras ein. Behaltet auch eine Wunderwaffe zum Selbstwiederbeleben, wenn ihr eine findet. Legt sie auf den zweiten Waffenslot, da ihr sie fallen lasst, wenn sie auf dem dritten Slot ist, falls ihr nach 100 Kills Eselstritt verliert. Wählen euch mal viele Punkte, benutzt wieder Gratisfeuer und doppelte Punkte und schießt mit der Coda in die Menge. Beendet die Runden dauernd nur mit Fallen, damit ihr nicht dauernd eure Extras verliert. Kills mit Fallen zählen nicht zu Eliminierungen und ihr verliert so auch keine Extras. Wiederholt das, bis ihr die wichtigsten dauerhaften Extras habt und macht nebenbei die Schritte für das Easter Egg. Holt euch, wenn ihr mehrere Extras verloren habt und sobald die Extras zu teuer werden, Sprudelfontäne, bevor ihr ein Extra kauft, oder nutzt den Kaugummi aufs Haus. Verbessert, sobald ihr genug dauerhafte Extras habt, eure Sniper so hoch es geht und holt euch den Napalm-Salve-Munitionsmod. Verbessert dann eure Einhandwaffe noch mindestens auf Stufe 2. Holt euch die goldene Panzerung, einen Gefechtsbogen, Kasimir-Granaten und die Kaugummis für den Bosskampf. Besiegt dann den Boss und ihr bekommt die Visitenkarte. Einen ausführlichen Guide zum Bosskampf und ein komplettes Gameplay dazu findet ihr in der Beschreibung. So macht ihr im Totenreich das Richtofen Easter Egg und holt euch die dunkle Operationen-Visitenkarte Nummer 35 tyrannisch. Wählt Richtofen als Operator. Spielt bis mindestens Runde 15 und holt euch Metzel Macchiato. Schlagt das Fass bei der Kernschmiede in der Nähe von Doppelschuss auf. Habt ihr das Spiel zwischendurch gespeichert und beendet, müsst ihr weitere 15 Runden spielen, bis ihr es öffnen könnt. Interagiert mit dem Fass, bis ein Anhänger erscheint und nehmt ihn auf. Ihr werdet dann in eine Halle teleportiert und müsst immer wieder die Dokumente, die am Boden spawnen, aufnehmen und einen Dialog abwarten, bis ihr weiterkommt. Seid ihr am Ende vom Flur angekommen, wartet den Dialog ab und interagiert mit einem der Kristalle. Nach dem nächsten Dialog könnt ihr mit einer der Figuren interagieren. Nach einem weiteren Dialog könnt ihr wieder mit einem Kristall, dann einer Figur, dann dem letzten Kristall und dann der letzten Figur interagieren. Es spawnt dann auf dem Thron ein Geist. Wartet den Dialog ab, nehmt das Schwert rechts vom Thron und legt es in die Hände der Statue daneben. Aktiviert nach dem Dialog noch das Radio im Schrank gegenüber. Sobald das Radio in Flammen aufgeht, könnt ihr die Tür nach draußen wieder öffnen. Folgt dem Gang bis zum Ende oder lasst euch von den Zombies erwischen, dann werdet ihr wieder auf die Karte teleportiert. Ihr seht dann noch eine kurze Sequenz und erhaltet die Visitenkarte.